Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie personenbezogene Daten in Microsoft Dynamics 365 Business Central verarbeiten. Seit 2018 gibt es die EU-DSGVO und seitdem haben Personen das Recht, ihre Daten zum Löschen, Ändern und Export zu beantragen. Damit das auch alles klappt, zeige ich Ihnen, wie Sie die personenbezogenen Daten richtig klassifizieren, damit Sie dann auf Anträge erfolgreich reagieren können. Bevor wir weiter ins Programm gehen, schauen wir uns einmal die Klassifizierung der Daten an. Es gibt zum einen die normalen Daten, die nicht weiter klassifiziert sind. Dann gibt es die vertraulichen Daten, zum Beispiel in der Buchhaltung, die mit keinen anderen Bereichen geteilt werden. Dann gibt es auch die personenbezogenen Daten. Diese werden als persönlich gekennzeichnet und es handelt sich dabei um Daten von einzelnen Personen, die mit diesen Daten identifiziert werden können. So, und nun ab ins Programm. Kurz vorab, es gibt nun mehrere Möglichkeiten, wie Sie das Ganze eintragen können. Es kann sein, dass das Programm Ihnen eine Meldung auswirft, dass Sie Felder haben, die noch nicht klassifiziert sind und Sie können dann auf die Meldung reagieren. Andererseits können Sie auch manuell in das Datenklassifizierungsarbeitsblatt gehen und dort die Felder füllen. Dafür geben Sie Data Classification Sheet in die Suchspalte ein und klicken auf das angezeigte Suchergebnis. Möglicherweise wird dies auch unter dem deutschen Begriff Datenklassifizierungsarbeitsblatt bei Ihnen im Programm aufgeführt. Es öffnet sich ein Fenster und es wird bei Ihnen diese Tabelle angezeigt. In der Spalte Data Sensitivity können Sie nun alle Felder einzeln anklicken und individuell klassifizieren. Jetzt haben Sie Ihre Daten richtig klassifiziert und können damit einfach auf Anträge reagieren. Zur Änderung, es gibt 3 verschiedene Arten von Anträgen: das Löschen, den Export und die Änderung der Daten. Wie schaut das nun genau aus? Um im Programm auf diesen Antrag zu reagieren, wählen Sie im Rollencenter Administration von Benutzern, Benutzergruppen und Berechtigungen aus. In diesem Rollencenter wählen Sie im Menü die Registerkarte Datenschutz aus und dann Datensubjekte. Wir wählen beispielhaft das Datensubjekt Verkäufer-Einkäufer aus und starten oben in der Mitte das Datenschutz-Hilfsprogramm, woraufhin sich dieses neue Fenster öffnet. Dort klicken wir auf Weiter. In dem mittleren Feld wählen wir dann die Daten aus, die wir exportieren möchten. Hier wähle ich einfach mal Joachim Richter aus und bestätige die Auswahl mit OK. Dann klicken wir in dem Fenster wieder auf Weiter. Daraufhin wird angezeigt, dass der Vorgang erfolgreich war. Die exportierte Excel-Datei finden wir jetzt auf der Startseite unten unter Berichtseingang und können sie herunterladen. Nachdem Sie nun gesehen haben, wie der Export funktioniert, möchte ich noch auf die beiden anderen Anträge eingehen. Wenn Sie einen Antrag auf Löschen erhalten, können Sie einfach einen Kontakt auswählen und die gesamte Interaktion mit ihm löschen. Wenn Sie einen Antrag auf Änderung erhalten, können Sie einfach wie eben gezeigt die Daten exportieren, dann ändern und daraufhin wieder importieren. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dem Thema Anträge und personenbezogene Daten weiterhelfen. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, schreiben Sie gerne in die Kommentare und wenn Sie weitere Tipps und Tricks sehen wollen, schauen Sie gerne auf unserem Kanal vorbei. Bis zum nächsten Mal.